Wenn auch du planst, in 2024 auszuwandern und noch ein passendes Land suchst, dann helfen wir dir heute vielleicht in diesem Video weiter. Wir reden ja ständig über viele interessante Möglichkeiten durch den Wegzug ins Ausland, die eigene Steuerlast extrem zu reduzieren. Dabei sprechen wir meistens Lösungen für Unternehmer, Freiberufler und Investoren an. Heute wollen wir uns ganz spezifisch mit Steuersparmodellen in der EU für Arbeitnehmer beschäftigen. In diesem Video beschreiben wir 14 steuerliche Sonderstatus in verschiedenen EU-Staaten, die deutsche Steuerpflichtige nutzen können, um der hohen deutschen Steuerlast zu entgehen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Es handelt sich dabei durchweg um offizielle steuerliche Regelungen im EU-Ausland, die natürliche Personen unter gewissen Bedingungen völlig legal nutzen können, da der Wettbewerb um Steuereinnahmen zwischen den Nationen eben dazu geführt hat, dass sich Steuerpflichtige oft aussuchen können, wo sie ihre Steuern entrichten. Im Folgenden erläutern wir dir verschiedene Optionen nach Ländern zusammengefasst etwas näher. Dabei ist nochmals hervorzuheben, dass dies natürlich nicht die einzigen Möglichkeiten sind, um im Ausland Steuern zu sparen. Es gibt zahlreiche weitere Steuersparmodelle, sowohl in diesen als auch in vielen anderen Ländern. Hier geht es jetzt mal speziell um Programme für Angestellte. Fangen wir an in alphabetischer Reihenfolge. Belgien. Für anspruchsberechtigte ausländische Führungskräfte und Forscher wurde eine neue besondere Steuerregelung eingeführt vor kurzem. Die Regelung bietet die Möglichkeit, für den Arbeitgeber bzw. das Unternehmen bis zu 30% des steuerpflichtigen Bruttojahreseinkommens als steuer- und sozialversicherungsfreie Kostenerstattung zu zahlen. Eine Zahlung also, die dem Bruttogehalt dann hinzukommt. Die Begrenzung des Pauschalbetrages von 30% für die steuer- und sozialversicherungsfreie Kostenerstattung ist auf 90.000 Euro pro Jahr fixiert. Der Arbeitgeber kann bestimmte andere Kosten noch zusätzlich zu den 30% erstatten. Hierbei geht es um Umzugskosten, Einrichtungskosten und zum Beispiel Schulgebühren. Also, um es zusammenzufassen, hier in Belgien kannst du bis zu 30% steuerfrei zusätzlich an Gehalt bekommen. Gehen wir zu Dänemark. Forscher und hochbezahlte Mitarbeiter aus dem Ausland können eine steuerliche Sonderregelung in Anspruch nehmen. Personen, die diesen Sonderstatus haben, profitieren über einen Zeitraum von bis zu 7 Jahren von einem Steuersatz von nur 27%. Das ist die Hälfte des Steuersatzes, der sonst in Dänemark für Spitzenverdiener gilt. Finnland. Ist man in Finnland ein ausländischer Schlüsselangestellter und der Arbeitgeber finnisch, zahlt man 32% Einkommensteuer statt der sonst üblichen 51,4%. Wir kommen zu Frankreich. Um Frankreich attraktiver zu machen, hat die Regierung eine günstige Steuerregelung für ausländische Arbeitnehmer eingeführt. Diese Regelung kann auf Arbeitnehmer und leitende Angestellte von Unternehmen angewendet werden, die bestimmte Bedingungen erfüllen und von einem in Frankreich ansässigen Unternehmen angestellt werden. Hier die Steuervorteile im Detail, wenn du in Frankreich über dieses Scheme angestellt bist. 30% des Gehaltes sind steuerfrei. Bist du für deinen Arbeitgeber im Ausland unterwegs und musst dort vor Ort im Ausland arbeiten, dann sind zweitens diese Teile deines Lohnes steuerfrei. 50% deiner Kapitalerträge aus ausländischen Quellen sind steuerfrei. 50% der Kapitalerträge aus der Veräußerung von Wertpapieren ausländischer Herkunft ist steuerfrei. Und fünftens, 50% bestimmter geistiger und gewerblicher Eigentumsrechte aus dem Ausland ist steuerfrei. Wir sehen hier also einen Status, der sehr ähnlich ist, zum Beispiel dem Beckham Law in Spanien, mit weniger Vorteilen natürlich, muss man sagen, aber hier ist doch vieles angelehnt. Kommen wir zu Griechenland. Wer als ausländischer Arbeitnehmer nach Griechenland umzieht, kann für 7 Jahre von einer Regelung profitieren, bei der 50% des griechischen Einkommens von der Steuer befreit sind. Nicht schlecht. Nächstes Land ist Irland. Das sogenannte Special Assignee Relief Program, kurz SAP, ist eine Steuererleichterungsregelung in Irland, mit der talentierte Arbeitnehmer angezogen werden sollen. Folgende Vorteile ergeben sich daraus. Insgesamt kann man das Programm 5 Jahre lang nutzen. Einkommen über 100.000 Euro ist zu 30% von der Steuer befreit. Eine Rückreise nach Hause kann steuerlich abgesetzt werden und bis zu 5.000 Euro steuerlich sind pro Jahr absetzbar für die Ausbildung von Kindern,
zum Beispiel in der Privatschule. Kommen wir zu Italien. Das schon lange in Italien etablierte Impatriati-Steuermodell wurde zum Steuerjahr 2024 geändert und ist nun weniger attraktiv als zuvor. Arbeitnehmer, die einen neuen Job in Italien antreten, erhalten 50% ihrer Bezüge steuerfrei bis maximal 600.000 Euro. Der Status kann nur genutzt werden, wenn du einen Hochschulabschluss hast, und er lässt sich für maximal 5 Jahre nutzen. Nächstes Land, Luxemburg. Hochqualifizierte Arbeitnehmer, die von einem in Luxemburg ansässigen Unternehmen angestellt werden oder dorthin entsandt werden, können unter bestimmten Umständen und für einen auf 8 Jahre begrenzten Zeitraum eine Steuerbefreiung für die direkt mit dem Umzug nach Luxemburg verbundenen Sach- und Geldausgaben erhalten. Dazu zählen zum Beispiel Umzugskosten, doppelte Haushaltsführung, Miete, Kinderbetreuung, Privatschule und ähnliche Kosten. Der Arbeitgeber kann diese Kosten dann als Betriebskosten ansetzen. Nächstes Land, Malta. In Malta gibt es spezielle steuerliche Regelungen für hochqualifizierte Personen, die in bestimmten regulierten Branchen wie der Gaming-Branche oder auch der Finanzdienstleistungsbranche tätig sind. Diese erhalten nämlich einen besonderen Pauschalsteuersatz von nur 15%, insofern sie mehr als ungefähr 100.000 Euro im Jahr verdienen. Der Pauschalsteuersatz von 15% gilt bis zu einem Höchsteinkommen von 5 Millionen Euro. Alles darüber hinaus ist steuerfrei. Nächstes Land, die Niederlande. Die niederländische Regierung hat die 30%-Regelung eingeführt, um ausländische Fachkräfte mit spezifischem Fachwissen anzuziehen, die in den Niederlanden knapp oder nicht verfügbar sind. Die 30%-Regelung ist ein Steuervorteil für hochqualifizierte Migranten, die in den Niederlanden arbeiten. Kurz gesagt wird die Steuerbemessungsgrundlage für ein niederländisches Bruttogehalt von 100% auf 70% reduziert. Das heißt, auch hier wieder 30% des Lohns sind steuerfrei. Wir kommen nach Österreich. Wissenschaftler, Sportler oder Künstler, die nach Österreich umziehen, können für 5 Jahre eine Steuerbefreiung auf 30% ihres Welteinkommens aus der wissenschaftlichen, sportlichen oder künstlerischen Tätigkeit erhalten. Ziehst du als Wissenschaftler, Künstler oder Sportler nach Österreich von einem Land, in dem du weniger Steuern bezahlst, dann kann die steuerliche Mehrbelastung für 27 Jahre unter Umständen reduziert oder eliminiert werden. Wir kommen zu Portugal. Der NAR-Status ist ja vielen bereits ein Begriff. Der alte NAR-Status wurde Ende 2023 abgeschafft. Ab 2024 gibt es einen neuen NAR-Status, der aber für Rentner und Investoren aus dem Ausland nicht mehr nutzbar ist. Um den neuen NAR-Status zu nutzen, muss man in den Bereichen Innovation, Forschung und Wissenschaft in Portugal tätig sein. Das umschließt alles von Tech-Startups bis hin zu Lehrtätigkeit an Universitäten. Man bezahlt dann nur 20% Einkommensteuer anstatt der sonst üblichen 56%. Sämtliche Auslandseinkünfte sind steuerfrei, was eigentlich besser ist als beim alten NAR-Status. Auch in Schweden gibt es einen Status für besonders qualifizierte Arbeitnehmer. Diese können nämlich die sogenannte Expertensteuer bezahlen, die weniger ist als die normale Einkommensteuer. Konkret bedeutet die Expertensteuer, dass 25% des Arbeitseinkommens steuer- und sozialabgabenfrei sind. Das restliche Einkommen wird nach den üblichen Regeln besteuert. Und das Ganze kannst du für 5 Jahre lang nutzen. Zu guter Letzt kommen wir zu Zypern. In Zypern gibt es seit 2022 eine Regelung, von der alle Ausländer profitieren können, die bei einem zypriotischen Arbeitsverhältnis mehr als 55.000 Euro verdienen. Sie erhalten nämlich eine 50%ige Steuerbefreiung auf diesen Lohn, also ähnlich der Lösung, die auch die Griechen, hier die Nachbarn Zyperns, eingeführt haben. So, das waren unsere 14 Steuersparmodelle für Angestellte aus EU-Ländern. Wie du siehst, in den meisten Fällen geht es darum, dass man so 25-50% an Einkommen nicht versteuern muss, wenigstens für eine bestimmte Zeit, bevor man dann hier in die ganz normale Besteuerung wieder hineinrutscht. Nun, man muss ausrechnen, ob man hier tatsächlich gegenüber Deutschland etwas spart. Es hängt natürlich stark von deiner aktuellen Situation ab. Wenn du gerade Unternehmer bist oder Freiberufler bist und vielleicht weniger Sozialabgaben bezahlst als ein normaler Angestellter, dann ist die Ersparnis vielleicht gar nicht groß oder es gibt vielleicht gar eine Ersparnis. Das musst du also genau nachprüfen. Wer natürlich Angestellter ist und sich in der Regel einfach seinen Nettoverdienst anschaut, der wird wahrscheinlich in diesen Ländern doch tatsächlich dann mehr in der Tasche haben, wenn man einen solchen Sonderstatus nutzen kann. Es lohnt sich wenigstens, sich mit der Idee auseinanderzusetzen.
Wenn auch du planst, ins Ausland umzuziehen und einen der genannten Sonderstati hier dich interessieren oder vielleicht auch ein ganz anderes Programm in einem ganz anderen Land, vielleicht außerhalb der EU, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Den Link kopiere ich hier rein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen. Wir haben Steuerberater und Rechtsanwälte in vielen Ländern, die gemeinsam mit uns dich dabei unterstützen können, zum Ziel zu gelangen und deine Steuerbelastung international zu optimieren. Ich würde mich freuen, dich in der Beratung kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.